Du hast ein Ugreen NAS und möchtest gerne deine private Fotosammlung auf dem NAS entsprechend hinterlegen und verwalten. Du möchtest natürlich auch all die Bilder, die du auf deinen Mobilgeräten hast, mit diesem NAS synchronisieren bzw. ein Backup von diesen Bildern oder Fotos, Mediendateien entsprechend auf dem NAS ablegen. Dann hat Ugreen die entsprechende App dort für dich, nämlich die Fotos-App. Wie man diese App entsprechend einrichtet und welche zusätzlichen Funktionalitäten es da gibt und wie du deine Bilder von deinen Mobilgeräten auf das NAS entsprechend bekommst, das soll Bestandteil dieses Videos sein. Und wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. Nach dem Intro, da machen wir weiter. Ja, hallo, ich bin Thorsten von Haus & Technik und willkommen zurück zum Video und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um die Fotoapplikation, die Ugreen für seinen NAS-Server im Rahmen seines Betriebssystems, dieses UGOS Pro, entsprechend liefert. Ich möchte euch hier zeigen, wie diese App installiert wird und wie man sie entsprechend auch einrichtet. So, und dabei unterscheiden wir dann zwei Funktionalitäten. Zum einen die reine Verwaltungs- bzw. Speicherfunktion für Bilder oder Mediendateien auf dem NAS einmal selber und zum anderen das Backup oder die Sicherung von deinen Bildern, Fotos und auch Videos, also Mediendateien von deinen Mobilgeräten. Als Voraussetzung für dieses Video braucht ihr natürlich ein Ugreen NAS, klar, sonst geht's nicht. Und da ist es unerheblich, ob ihr ein DXP 2800 oder wie ich ein DXP 4800 Plus oder vielleicht sogar ein 6-Bay oder 8-Bay NAS euer eigen nennt. Weiterhin sollte das UGOS auf dem NAS-Server entsprechend installiert sein und soweit eingerichtet sein. Die Basiseinrichtung eines Ugreen NAS, nicht Ugreen NAS, habe ich schon mal in einem Video entsprechend beschrieben. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung und natürlich hier oben im Video selber. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann schaut da gerne einfach nochmal rein. Weiterhin muss natürlich für den Part der Fotosicherung von deinem Mobilgerät oder Mobilgeräten die Ugreen App für Android bzw. für iOS entsprechend auf den Devices installiert sein. Hier muss ich noch erwähnen, dass die Ugreen App, zumindest die für Android, nicht unbedingt unter älteren Betriebssystemversionen läuft. Ich persönlich habe hier die Erfahrung gemacht, dass ein älteres Samsung J7, ja, schon etwas in die Jahre gekommen, mit Android 9 nicht funktioniert. Da wurde mir bei der Installation gesagt, App ist nicht kompatibel, Ende aus Banane, geht nicht. Ne? Bei Apple OS oder bei Apple iOS kann ich das nicht hundertprozentig sagen, könnte mir aber vorstellen, dass es dort ähnliche Limitierungen gibt. Wenn ihr da aber Hinweise habt, ab welchen Versionen das läuft oder nicht läuft, dann wäre das toll, wenn ihr das in die Kommentare schreibt. Dann haben ja unter Umständen mehr Leute noch was davon. So, dann sind wir jetzt hier auf meinem Ugreen NAS. Und wir starten jetzt einfach mit der Installation der Foto-App aus dem App Center. Dafür gehen wir jetzt hier drauf und sagen installieren. Jetzt fragt er mich, in welchem Volume. Ja, ich habe jetzt hier nur ein Volume. Wenn ihr mehr Volumes habt, dann könnt ihr das auch auf einem anderen Volume installieren. Aber da ich nur das eine habe, sage ich jetzt hier einfach installieren und lasse den einfach laufen. So, hier vielleicht noch ein kurzer Hinweis. Ugreen bietet in diesen Foto-App-Einstellungen, die wir uns gleich dann noch im Detail ansehen werden, relativ umfangreiche KI-Funktionalitäten für die Bilderkennung. Diese müssen in Einzelmodulen separat heruntergeladen und auch installiert werden und auch eingerichtet werden. Und da das relativ umfangreich und komplex ist, soll das jetzt explizit nicht Bestandteil dieses Videos hier sein. Wenn ihr daran Interesse habt, dass ich euch auch die KI-Funktionalitäten für die Bilderkennung da in stärker oder näher erläutere, sagen wir so rum, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare, dann schauen wir mal, was wir da am Ende des Tages machen können. So, jetzt gucken wir aber erstmal, dass der hier weiter installiert. Das dauert einen kleinen Moment und dann können wir hier, glaube ich, gleich weitermachen. So, jetzt sagt er uns, erfolgreich installiert. Wir können das jetzt von hier öffnen. Wir machen jetzt aber erst noch mal was anderes, weil öffnen können wir die natürlich auch jetzt hier oben in dem Bildschirm, wo wir die ganzen Apps haben. Und das machen wir jetzt mal einfach. Und hier kommen wir jetzt in den Startbildschirm. Ne? Und jetzt sagt er natürlich, ja,
Fotoreise. Ne? Der zeigt jetzt so die ersten paar Sachen, die man hier so machen kann. Heißt also, er gibt jetzt hier die Hinweise, Zeitachsenansicht und Ordneransicht, dann Einstellungen, Mediatheken und intelligente Modelle verwalten und entsprechend Fotos hinzufügen. So, und dann gibt es jetzt noch eine freigegebene Mediathek und dann kann in den Einstellungen entsprechend aktiviert werden. Aber das gucken wir uns ja gleich alles erst einmal an. Das, was wir jetzt als erstes machen, ist das, was Fotos nämlich getan hat, während der Installation ist, dass wir sehen das hier, persönliche Mediathek. Das heißt also, irgendwo hat er jetzt nämlich auch einen Ordner angelegt, und zwar hier unter persönliche Ordner. Da finden wir jetzt hier den Ordner Fotos. Ja, so, das heißt also, hier würden dann meine persönlichen Bilder, die ich da rein tue, erstmal entsprechend hinterlegt. Und wenn wir hier bei den Benutzerordnern gucken, dann gibt es ja einmal den Ordner für den Administrator hier, der ich jetzt gerade bin. Ne, da haben wir die Fotos. Und ich bin auch nochmal als ganz normaler Nutzer hier. Auch da haben wir entsprechend den Ordner für die Fotos. So, das heißt also, wir können hier jetzt grundsätzlich erstmal schon mal Fotos hinzufügen. Aber wir fangen natürlich erstmal mit den Einstellungen hier oben an. So, und jetzt geht es nämlich los, dass die persönliche Mediathek auch noch bestimmte Grundeinstellungen zulässt, nämlich zum Beispiel den Speicherort. Und hier gibt es einen Standardspeicherort, den haben wir uns gerade angesehen. Man kann aber auch sagen, dass man den persönlichen Ordner irgendwo anders haben möchte oder dass man, weiß ich nicht, einen zusätzlichen Ordner haben möchte. Was auch immer, das kann man sich alles am Ende des Tages hier überlegen. Ne? Also wenn ihr da mehrere Ordner habt oder ihr möchtet, dass euren persönlichen Ordner oder eure persönliche Mediathek nicht an dem Ort haben, wo Ugreen den üblicherweise hingelegt hat, dann könnt ihr das hier entsprechend einstellen. So, in dem nächsten Reiter kommen wir zum Thema freigegebene Mediathek. Ja, so, und hier geht es darum, dass ihr Fotos mit anderen Benutzern entsprechend verwalten könnt. So, das kann man hier aktivieren. Und wenn wir das aktivieren, dann fragt er, wo soll denn oder beziehungsweise auf welchem Volume soll denn der Fotos-Ordner für den freigegebenen Bereich erstellt werden. Da ich wieder nur ein Volume habe, sage ich einfach, ja, das ist Volume 1. Dann sagt er, okay. So, und dann hat er jetzt sicherlich im Hintergrund irgendwas gemacht und das können wir uns jetzt nochmal anschauen. Wenn wir hier nämlich auf Dateien gehen, sehen wir jetzt bei den freigegebenen Ordnern nämlich auch den Ordner Fotos. Ja, das heißt, hier ist jetzt ein Bereich, den ich mit anderen teilen kann, in dem meine Bilder dann halt auch für andere zur Verfügung stehen. Für wen? Das gucken wir uns nämlich jetzt genau an. Dann gibt es nämlich die Zugriffsberechtigung. Ja, das heißt also, hier kann ich jetzt die Berechtigungseinstellung machen und kann jetzt sagen, ich möchte hier einen Benutzer hinzufügen. Zum Beispiel den Benutzer Thorsten. Ne? Ich bin der Administrator, ne? Ich war der Testadmin und ich könnte mich jetzt als normalen Nutzer hier entsprechend zufügen, könnte jetzt sagen, jo, und jetzt kann ich hier immer noch sagen, hat der volle Berechtigung? Darf der eigentlich alles oder hat der begrenzte Berechtigung? Und wenn der begrenzte Berechtigung hat, was darf der denn eigentlich alles? Ne? Darf der anzeigen, herunterladen, hochladen, verwalten? Wenn ich das natürlich alles anhage, bin ich eigentlich schon fast wieder bei vollen Berechtigungen. Keine Admin-Berechtigung, aber ich bin schon nah bei. So, das kann ich jetzt sagen, übernehmen. Und dann sind die Berechtigungen hier drin. Ne? So, ich kann ja auch sagen, Benutzer entfernen, wenn ich jemand entsprechend entfernen möchte. Oder ich gehe hier nochmal drauf und sage, ach nee, habe ich ja total falsch gemacht. Ne? Verwalten, das will ich eigentlich gar nicht. Gehe ich wieder auf Übernehmen. Habe die Berechtigung hier entsprechend für den Nutzer eingestellt. So, dann habe ich noch die Möglichkeit, die Fotos entsprechend zu indizieren. Dann kann man hier noch eine Neuindizierung machen. Das dauert natürlich alles, wenn ich da so mehrere Fotos habe, aber grundsätzlich indiziert Ugreen eigentlich im Hintergrund, sobald neue Bilder entsprechend hinzukommen, wird der Index entsprechend angepasst. Aber wie gesagt, man kann das hier zwangsweise neu indizieren. Wenn irgendwas nicht funktioniert, geht das hier. So, dann kommen wir zu dem Reiter Allgemein. Und hier geht es jetzt darum, wie verhält sich das System eigentlich, wenn es doppelte Dateien findet. Ne? Heißt also beim Hochladen einmal oder aber auch beim Verschieben oder Kopieren von Fotos oder von Dateien. Und da gibt es hier die Möglichkeit, das ist so ein Auswahlmenü. Ich kann sagen, das soll überspringen, er soll die überschreiben, er soll die umbenennen oder er soll mich jedes Mal fragen. Ich lasse jetzt einfach die Standardauswahl jedes Mal fragen und das gleiche gilt hier natürlich beim Verschieben oder Kopieren. Kann ich das auch entsprechend auswählen und somit das Verhalten der App entsprechend einstellen.
So, und am letzten Reiter kommen wir jetzt hier nämlich genau zu dem Punkt, den ich gerade schon mal sagte, zu den Einstellungen für künstliche Intelligenz. Hier gibt es eine ganze Menge intelligenter Modelle, die dann entsprechend bei der Einordnung und bei der Erkennung von Bildern, von Fotos entsprechend unterstützen. So, und hier fängt das zum Beispiel an mit der Personenerkennung. Ne? Man sieht, ich kann das hier herunterladen, da ist eine bestimmte Version hinter und so weiter und so fort. Das kann man also alles tun. Ne? Es gibt Texterkennung, es gibt ähnliche doppelte Fotos, Szenen- und Objekterkennung, es gibt eine Haustiererkennung, eine automatische Erkennung von potenziell sensiblen Daten, was auch immer das ist, irgendwer in Badehose, ich weiß es nicht genau, oder generell Bilderkennung, was sich dahinter verbirgt, oder aber auch ein Modellausbildungspaket. Ne? Da kann man dann offline so Trainings von Modellen machen, die dann hinterher sich besser verhalten, intelligenter verhalten. Die ganzen Sachen kann man sich einzeln angucken. Da das sehr umfangreich ist, habe ich gesagt, das macht jetzt keinen Sinn, das hier in das Basisvideo zu packen. Wenn ihr Interesse habt, wie gesagt, lasst es mir in den Kommentaren da, dann sehe ich, was ich da machen kann und mache dazu vielleicht nochmal ein separates Video. Aber damit werden so die grundlegenden Einstellungen jetzt erst einmal erledigt. So, jetzt haben wir gesagt, wir sind hier bei Fotos. Ne? Hier kann man jetzt entsprechend Fotos hinzufügen, kann man sagen, ja, wo will ich die eigentlich herholen und so weiter und so fort. Ich kann hier entsprechend Alben anlegen. Ja, hier gibt's dann eine Auswahl der zuletzt hochgeladenen Fotos. Dann werden hier schon mal Personen, werden hier schon mal erkannt. Hier werden die Orte, das heißt also, da werden die Metadaten eines Fotos ausgelesen und dementsprechend kann man sich das hinterher auf einer Karte angucken, und hier kann man noch sehen, ob es Videos sind. Ne? So, ich kann auch hier selber sagen, ein Album erstellen. Möchte ich ein allgemeines Album haben, ein bedingtes Album, wo ich dann filtern kann. Ne? Und filtern kann ich erst einmal, möchte ich das aus der persönlichen Mediathek, aus der freigegebenen Mediathek. Ich kann die Ordner auswählen, wo ich das herholen möchte. Ich kann sagen, möchte ich alle Typen haben, möchte ich Fotos nur oder möchte ich nur Videos? Und dann kann ich natürlich sagen, das Aufnahmedatum, hier kann ich noch einen Zeitrahmen eingeben, dann kann ich hier noch Jubiläumsdaten eingeben und ich kann hier sonstige Filter eingeben, Personen, Orte und mehr. Ich sag mal einfach, da würde ich jetzt eingeben Thorsten und da würden alle Bilder erscheinen, die mit Thorsten sind. Bei Orte und mehr würden erscheinen, wenn ich sage, weiß ich nicht, Köln, dann guckt er nach allen Bildern, die, weiß ich nicht, Metadaten, also Geolocation Köln haben. Ne? Und dann sage ich Album erstellen und dann sucht er sich die Bilder zusammen und erstellt daraus ein Album. Wichtig zu wissen ist, das ist nur ein virtuelles Album. Der sortiert also nicht irgendwie eure Dateien um, sondern der fügt einfach nur entsprechend, ich nenne es jetzt einfach mal Text. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es die richtige Ausdrucksweise ist, aber grundsätzlich fügt er Text oder Verlinkungen hinzu und sagt, dieses Bild hat die und die Parameter und dementsprechend, wenn es in so einem Album gelistet ist, dann taucht das da halt auf. Der verschiebt das also nicht physikalisch irgendwo auf eurer Festplatte hin und her. Ne? Das bleibt da, wo es entsprechend ist. So, hier kann man auch sich angucken, die Ansicht der Alben, ob man eine Miniaturansicht haben will, eine Standardansicht oder die vergrößerte Ansicht. Man kann das sortieren, man kann das filtern. Eigentlich genauso wie unter anderen Systemen auch, ne? Also keine Raketentechnik hinter. So, in dem letzten Tab, den wir hier haben, das ist Tools. Und da kommen wir schon wieder so ein bisschen in Richtung der künstlichen Intelligenz. Ne? Also hier kann ich nämlich jetzt sagen, suche nach ähnlichen oder doppelten Fotos. Und da hatten wir gerade schon in diesem Auswahlmenü bei KI. Ne, wenn ich nämlich jetzt hier hingehe, dann sind wir nämlich hier wieder bei KI-Einstellungen. Und dementsprechend sagt er jetzt, kann ich mir hier die Sachen aussuchen, die ich da einstellen möchte. Da wir das nicht machen wollen, gehen wir hier erstmal wieder raus und gehen hier zum Beispiel auf die Freigabeverwaltung. Hier kann ich jetzt, oder wird alles das aufgelistet, wenn ich zum Beispiel Bilder habe, die schon freigegeben sind für irgendwas, für irgendwen, dann finde ich die hier in der Freigabeverwaltung. Da tauchen alle Freigaben auf, die ich erteilt habe. So, dann kommen wir hier noch zu Verwaltung von Freunde-Uploads, Freunde zum Hochladen, Einladen. So, das heißt also, hier kann ich einen Namen vergeben und entsprechende Informationen und kann einen Speicherort entsprechend, festlegen. Der ist hier schon mal festgelegt, ne? Also beziehungsweise stand ja hier gerade persönliche Mediathek, Freunde, Upload 2025 1208. Ne? Der setzt sich hier aus dem Programm selber, also aus der Funktionalität und dem entsprechenden Datum oder dem Namen hier oben zusammen. Und dann
ist das so. So, jetzt kann ich noch sagen, möchte ich das, was da hochgeladen wird, automatisch zu einem Album hinzufügen? Und wenn ja, zu welchem Album? Ja. Dann eine Gültigkeitsdauer, das heißt also, wie lange ist diese Funktionalität, hat die Gültigkeit, wenn ich sie heute freigebe an meinen Freund? Und dann kann ich hier eingeben, ne? Also 1 Tag, 3 Tage, ich kann auch sagen dauerhaft. Das muss man sich überlegen, was man da tut, weil das bedeutet ja, dass jemand von extern auf mein Nest zugreifen kann, auf einen bestimmten Ordner zugreifen kann. Da empfiehlt es sich üblicherweise, das sich gut zu überlegen, beziehungsweise auch ein bisschen einzuschränken. Und dann kann man hier weiterhin sagen, Größenbeschränkung. Ne? Heißt also, was darf da eigentlich hochgeladen werden? Oder beziehungsweise wie groß dürfen die Dateien sein? Und ob hier ein Passwort eingegeben werden muss für den Zugriff. Ne? Kein Passwort, zufälliges Passwort oder ein benutzerdefiniertes Passwort. Wenn ich jetzt zufällig eins eingebe, dann wird hier irgendwie eins erzeugt. Und nur mit diesem Passwort, das muss ich dann also meinem Freund weitergeben und muss dann sagen, du kommst nur mit diesem Passwort rein. Ne? Und bei Benutzer definiert muss ich das entsprechend selber machen. Hier steht ein 4-stelliges Passwort. Halte ich eigentlich schon fast wieder für ein bisschen dünn. Aber okay, ist aktuell so, gibt Ugreen so vor. Auch hier dieses zufällige Passwort setzt sich aus 4 Buchstaben oder 4 Ziffern zusammen. Ich bin ja immer ein Freund von, längeren Passwörtern, speziell wenn der Zugriff dann von irgendwo erfolgt, wo ich es nicht hundertprozentig unter Kontrolle habe. Ne? Aber okay. So, hier ist kein Passwort. Heißt also, damit sind wir hier bei Freunden zum Hochladen auch erstmal fertig. So, dann haben wir hier noch benutzerdefiniertes Lernen und auch da kommen wir wieder in die Richtung Modell importieren. Ich kann jetzt hier eigene intelligente Modelle laden und dann entsprechend trainieren. Das heißt also, ich kann jetzt hier sagen, erkenne einen Schwan, erkenne einen Delfin und solche Geschichten alles. Das geht in Richtung der KI-Funktionalitäten und wie gesagt, gehört jetzt hier nicht unbedingt zur Basis hinzu. So, damit sind wir jetzt eigentlich erstmal schon mal bei den Grundeinstellungen sind wir jetzt fertig. Ne? Und wir sehen jetzt hier, ich habe jetzt also nicht nur die persönliche Mediathek, sondern ich habe auch die freigegebene Mediathek und kann jetzt hier entsprechend Fotos hinzufügen. So, und im nächsten Schritt würden wir jetzt schauen, wie wir denn Bilder, die wir zum Beispiel auf dem Smartphone oder auf dem Tablet gemacht haben, wie wir die entsprechend mit der Ugreen App dann synchronisieren und genau hier entsprechend hineinladen. So, damit sind wir jetzt hier auf meinem Tablet und hier ist die Foto-App jetzt auch schon drauf. Und dazu, wenn wir jetzt die Bilder, die wir auf dem Tablet hier haben, sichern wollen, dann gehen wir auf die Foto-App. Und hier sehen wir natürlich erstmal, sind keine Fotos vorhanden. Und dann gehen wir auf Werkzeuge. Und bei den Werkzeugen finden wir jetzt einen Eintrag, dass nämlich hier oben steht, Fotos sichern. Das ist aktuell noch ausgeschaltet. Und dann kann man hier oben, wenn man jetzt in der Fotosicherung ist, erstmal hier auf dieses Zahnrad gehen. Da macht man nämlich noch so ein paar grundlegende Einstellungen. Und zwar geht es dann hier um das ganze Thema automatische Sicherung im Hintergrund. Hiermit kann man dann also die Aktualität der Sicherung verbessern, indem man dem Gerät erlaubt, auch im Hintergrund das entsprechend abzufahren, wenn hier mehrere Dateien drauf sind oder mehrere Bilder, die ihr sichern wollt. Ich habe das jetzt hier alles schon aktiviert. Das heißt also, da geht es um die Akkulaufzeit, Whitelist, dies und das und jenes. Das könnt ihr hier mit den einzelnen Apps dann oder beziehungsweise mit den einzelnen Links entsprechend einstellen. Bei mir ist das schon passiert. Ich sage jetzt auf OK. Und damit garantiert ihr euch zum Beispiel auch, dass ihr hier den nächsten Punkt anwählen könnt, nämlich zum Beispiel Sicherung in der Nacht. So, jetzt fragt er hier nochmal, ne, ja, wolltest du das denn wirklich zulassen und so weiter und so fort? Ja, möchte ich gerne. So, und das heißt also, jetzt sagt er hier, ich kann regelmäßig diese Sicherung starten. Das kann man so machen. Ne? Hier steht jetzt 2 Uhr, nach 6 Uhr, ne, das kann ich jetzt hier anwählen und so weiter und so fort. Ich mache das üblicherweise nicht. Für mich ist eigentlich da eher der Sinn, das Foto ist entstanden, ich will das eigentlich relativ zeitnah sichern und nicht erst irgendwann. Aber das ist eine Geschmackssache. Das könnt ihr natürlich dann hier auch, wie gesagt, zeitgesteuert entsprechend tun. So, ich mache das wieder aus. Dann gibt es den nächsten Punkt mit mobilen Daten sichern. Das heißt, wenn man diesen Punkt hier aktiviert, kann das Tablet auch über mobile Daten entsprechend Fotos auf euer Ugreen NAS sichern.
Aber das funktioniert natürlich nur, sofern ihr von eurem Smartphone oder von eurem Mobildevice auch eine aktive Verbindung über mobile Daten auf das NAS habt. Heißt also externer Zugriff in irgendeiner Form. Ich tue das üblicherweise nicht. Ich habe das normalerweise ausgeschaltet. Geht hier an meinem Android-Tablet ja sowieso nicht. Ich habe hier keine Mobilfunkkarte drin. Heißt also, wenn das aus ist, wird das immer über WLAN entsprechend gesichert. Ja, so. Und dann gibt's noch den Punkt, sorry, Energiespar-Backup. Das heißt also, hier wird geguckt, wenn der Akku eures Mobilgerätes unter 20% fällt, dann wird die Sicherung entsprechend gestoppt, damit das nicht irgendwie, weiß ich nicht, plötzlich auf Null geht, schaltet da irgendetwas ab, ihr habt Datenverlust und all so ein Käse. Ne? Also von daher, das kann man anwählen oder abwählen, ist hier als Default angewählt. Ich würde es auch erstmal anlassen. Damit sind wir mit den generellen Einstellungen erstmal durch, gehen jetzt hier wieder raus. Und jetzt, bevor wir das mit der Sicherung nämlich einschalten, da muss man nämlich vorsichtig sein, auf den Trick bin ich nämlich auch reingefallen, wenn ihr das jetzt einfach anschaltet, ihr seht hier zum Beispiel bei Sicherungsquelle alle Alben insgesamt 4. Das heißt, der guckt bei der Installation schon durch und findet, weiß ich nicht, Fotos in mehreren Strukturen auf eurem Gerät. Und dann nimmt er die und hakt die hier erstmal alle an. Wenn ihr jetzt auf Einschalten geht, dann sichert er die alle komplett durch, egal was da drauf ist. Also geht man jetzt erstmal her und sagt, okay, ich kann Sicherungsregeln einstellen. Ja, also wir lassen dieses Backup nicht aktiviert, das lassen wir erstmal, das machen wir gleich. Und wir gehen jetzt auf den nächsten Menüpunkt, nämlich hier Sicherungsregeln einhalten. So, und jetzt kann man sagen, die letzte Sicherung fortsetzen, alle sichern. Und alle sichern macht dann Sinn, wenn ihr das erstmalig tut. Heißt also, ihr habt noch nie gesichert, dann sind alles sichern erstmal natürlich der richtige Punkt. Wenn ihr nur die Sachen sichern wollt, die hinzugekommen sind, dann heißt es letzte Sicherung fortsetzen. Da sind nämlich alle noch nicht gesicherten Fotos und Videos im ausgewählten Bereich, werden dann nämlich weiter gesichert. So, ich sage jetzt einfach mal hier alle sichern. Ich habe ja noch nichts gemacht. So, ne, da steht jetzt alle sichern. So, und jetzt kommen wir auf die Sicherungsquelle. Das heißt also, hier gehen wir jetzt erstmal rein und hier sehen wir jetzt nämlich alle Alben. Ja, so, das heißt also, bei meiner Kamera, in dem Verzeichnis dieses DCIM, da habe ich Sachen aus meiner Kamera, da gibt es Screen Recordings, dann habe ich bei Sonstiges, habe ich zum Beispiel noch ein Download-Verzeichnis und ich habe ja noch ein Verzeichnis von Canva. Jetzt kann ich sagen, was will ich denn oder welche Verzeichnisse möchte ich denn alle gesichert haben? Und ich sage jetzt mal, das Canva möchte ich nicht, die Downloads, die möchte ich und möchte ich die Screen Recordings, die Screen Recordings, die machen wir auch mal und die Kamerabilder sowieso. Okay, dann sage ich hier bestätigen. Damit habe ich jetzt also ausgewählt, welche Alben ich von der Kamera oder beziehungsweise vom Mobildevice gesichert haben möchte. Dann kommt der Punkt Sichern nach. Und hier steht jetzt eigentlich schon drin, in welchen Pfad er sichert, nämlich in meine persönliche Mediathek, Fotos und dann Mobile Backup und dann nimmt er die Nummer des Gerätes, heißt, wenn ihr da mehrere Geräte habt, dann findet ihr bei den entsprechenden Mobile Backups, findet ihr dann auch euer iOS-Gerät oder ihr findet ein anderes Samsung-Handy oder was auch immer. Das heißt, das wird strukturell aufgebaut. So, man kann das ändern. Wenn man das nicht möchte, kann man das ändern. Ne? Hier gibt es die Möglichkeiten, das kann in die persönliche Mediathek, das kann aber auch in die freigegebene Mediathek, dass er sagt, ich möchte die Bilder eigentlich, die ich auf meinem Telefon habe und die ich synchronisiere, die möchte ich erstmal als Backup für alle zur Verfügung stellen und dann gucken wir mal, was wir damit machen. Kann man so machen, Geschmackssache. Ja, so. Ich lasse das so, wie es als Default eingestellt ist, nämlich auf die persönliche Mediathek und dann ist das eigentlich gut. So, jetzt haben wir hier noch weitere Einstellungen, nämlich den Backup-Zeitbereich. Also hier kann man jetzt noch filtern, indem man sagt, möchte ich alle sichern, möchte ich nur teilweise sichern und wann, dann kann ich noch sagen, früheste Startzeit, die ich sichern möchte und die Endzeit, also die neuesten Bilder, die ich sichern möchte. Ja, ich lasse jetzt hier alle sichern, weil das ist ja das, was ich wollte. Ich habe ja noch nie gesichert. Ne? Also dann sage ich hier bestätigen und dann ist das gut. Jetzt kann man hier noch sagen, wie die Fotos angeordnet werden sollen, nämlich in diesem Backup-Verzeichnis, ob für das Jahr und für den Monat eine separate Verzeichnisstruktur angelegt wird. Das
würde ich empfehlen, wenn ihr relativ viele Bilder habt, die ihr immer sichert, oder ob man sagt, das ist dann hier alle Inhalte entfalten, das ist das, was hier unten steht, dann werden alle Bilder in ein Verzeichnis erstmal reingespeichert. Ja, die Bilder haben natürlich auch ihr Datum und so weiter und so fort. Das heißt, ihr erkennt die wieder. Aber wenn man einen großen Batzen hat, ich sag mal, ihr kommt aus dem Urlaub, wart 14 Tage weg, habt, weiß ich nicht, irgendwie 750 Bilder geschossen und tut die alle in ein Verzeichnis. Und da sind dann auch noch Bilder aus dem vorletzten Urlaub dabei oder weiß ich nicht von was, dann wird das irgendwann nicht mehr handhabbar. Ne? Dann bietet es sich an, dass man sagt, nee, ich will die gerne hier nach dem Aufnahmedatum in einzelnen Ordnern haben. Ich lasse das mal und wir werden nachher sehen, wie das eigentlich aussieht. So, dann sagen wir bestätigen und dann haben wir eigentlich alles eingestellt, was wir für das Backup hier von dem Mobilgerät brauchen. Und jetzt sagen wir einfach Backup aktivieren. So, und da sehen wir jetzt schon, wird gesichert. Das heißt, der rennt jetzt los und sichert jetzt entsprechend die Files oder die Dateien, die wir da angelegt haben in diesen Strukturen, die da drin sind. Ne? So, er sagt jetzt noch verbleibende Elemente. 1. So, und damit ist die Sicherung abgeschlossen. Das, was wir jetzt noch machen können, ist, wir können uns die gesicherten Dateien hier bei alle Dateien, können wir uns die anschauen. So, und da sehen wir nämlich, da ist jetzt der Ordner 2025, ne, das ist das, was ich gerade sagte. Wir sind jetzt hier in dem Samsung SMX210 und da habe ich den 2025er Ordner und ich habe den Monat 12 und da sehe ich den Ordner und hier habe ich die Bilder drin. Ne? Das kann ich jetzt öffnen und da sehe ich, das sind alle Bilder oder beziehungsweise alle Dateien, die ich jetzt entsprechend rübergeschoben habe. So, das heißt, wir gehen hier mal wieder raus und wir können uns jetzt eigentlich die Fotos, wenn wir das jetzt mal einfach aktualisieren, sehen wir, ne, ich habe hier in meinem Ordner jetzt schon Fotos drin. So, und jetzt können wir auch noch mal hier zurückgehen auf unsere Web-Oberfläche und wenn ich die jetzt hier aktualisiere, dann sehen wir auch hier sind Bilder entsprechend von meinem Gerät gesichert worden. So, und zwar in meine persönliche Mediathek. Ne? Können wir auch hier unter Dateien, können wir uns das anschauen. Persönliche Mediathek, Fotos, also ich mache das mal hier, da geht das etwas besser. Fotos, dann habe ich das Mobile Backup, dann habe ich das Samsung, dann habe ich die 2025 und ich habe die 12. Ne? Das heißt, das sind genau die Sachen, die wir uns gerade angeschaut haben. So, damit habe ich also alle meine Bilder entsprechend gesichert. Bei den Alben kommen jetzt natürlich noch bei zuletzt. Jetzt habe ich da auch noch Videos mit drin gehabt, habe ich ja gerade gesagt, die Screen Recordings. Ne? Das heißt, die tauchen jetzt entsprechend bei Videos auf. Bei den Orten taucht jetzt anscheinend nichts auf, weil die Bilder, ich habe mir die ich habe mir die aus dem Internet geladen, heißt also hier von so einer Plattform, wo man die auch entsprechend frei bekommen kann. Die haben jetzt keine Metadaten. Ne? Da sieht man also nicht, wo die erstellt wurden. Ist auch völlig okay. Sonst hätte ich irgendwie Bilder von mir selber nehmen müssen. So, Personen, da kommen wir wieder in die KI-Thematik. Ne? Das heißt also, dort ist eine Gesichtserkennung ist aktuell nicht vorgesehen. Aber wie gesagt, bei den zuletzt hinzugefügten finden wir alle die Bilder, die wir da haben. So, das heißt also, genau das ist jetzt passiert, was wir eigentlich wollten. Wir haben von dem Mobilgerät die Fotos oder die Bilder oder die Mediendateien, wenn man die Videos jetzt mit dazu zählt, quasi auf unser NAS entsprechend gesichert. Und damit haben wir eigentlich das erfüllt, was wir wollen. Und wenn ihr jetzt neue Fotos macht, dann guckt die App hier auf dem Mobildevice und sagt, oh, ich habe was Neues gefunden und synchronisiert das dann bei der nächsten Gelegenheit zu eurem NAS. Also entweder zeitgesteuert oder aber, wenn ihr das nächste Mal im WLAN seid oder aber auch vielleicht auch direkt, wenn ihr eine Mobilfunkverbindung und eine direkte Verbindung auch auf euer NAS habt, dann kann das auch über Mobilfunk direkt funktionieren. Aber grundsätzlich ist das die Funktionalität, die da entsprechend hinterlegt ist. Ja, und damit bin ich dann auch schon durch mit der Vorstellung der Ugreen oder UGOS Fotoapplikation und der entsprechenden Sicherung von Fotos, Mediendateien von euren Mobilgeräten auf das Ugreen
NAS. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch ein klein wenig geholfen oder es hilft euch bei der Einrichtung, beim Verständnis. Das wäre nett, wenn ihr mir natürlich dann gerne ein Like da lasst. Der Daumen rauf, der hilft mir, der hilft dem Kanal. Abonnieren dürft ihr den Kanal selbstverständlich auch. Ist wie immer kostenlos. Und wenn ihr die Glocke drückt, dann erfahrt ihr, wenn ich hier etwas Neues mache. Ansonsten bei Anregen, Fragen oder Kommentaren bitte nutzt unten die Kommentarfelder. Ich lese alles, ich versuche alles relativ zeitnah zu beantworten. Also von daher traut euch, alles gut. Dann bleibt mir nicht mehr viel über, als zu sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bleibt gesund und bis demnächst hier wieder bei Haus und Technik, eurem Kanal für Technik rund ums Haus. Dankeschön und tschüss.